Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Im Video gestern habe ich euch ja gezeigt, wie ihr die neuen Ansichten bei euch einstellen könnt. Und ich hatte da auch in den Kommentaren mal nachgefragt gehabt, welche Ansicht ihr jetzt für immer spielen werdet, welche Ansicht euch am besten gefällt. Die Meinungen gingen dort tatsächlich ein bisschen auseinander, was ich nicht gedacht hätte. Und dafür wollte ich nochmal eine Umfrage starten, um mal zu sehen, welche Ansicht wirklich von euch am meisten präferiert wird, weil das interessiert mich persönlich auch tatsächlich sehr. Und die Umfrage habe ich auch mal gestartet auf meinem YouTube-Kanal. Dazu müsst ihr einfach nur mal auf meinen Kanal gehen, dann auf den Tab Community und hier sind dann die ganzen Umfragen. Ich hatte in der Vergangenheit auch mehrere Umfragen gemacht, aber jetzt dreht sich das um diese Umfrage hier und zwar mit welchem Menü-Layout spielst du? Standardansicht, Kompaktansicht und klassische Ansicht und da könnt ihr dann einmal für voten, auf welche Ansicht ihr spielt und welche euch am besten gefällt und das würde mich sehr, sehr freuen und interessieren, wenn ihr dort einmal mitmachen würdet, um mal zu gucken, wieso die Community spielt, sag ich mal. Es ist schon so ein bisschen, bisher kristallisiert sich es raus, wie ich mir gedacht habe, und zwar die Kompaktansicht, aber es spielen tatsächlich auch ein paar Standard und ein paar klassisch, also es ist nicht alles kompakt, sag ich mal so. Es entscheiden sich auch viele für die alte Version wieder und ein paar entscheiden sich tatsächlich auch für die neue Ansicht sozusagen, die jetzt unter Standard halt gilt. Ne, sehr interessant das Ganze, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Ein kurzer Klick reicht und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Genau, im heutigen Video wollte ich euch einmal einen kurzen Meilenstein zeigen, den ein Spieler sehr kurz erreicht hatte. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her und diesen Meilenstein hat er nun jetzt auch schon wieder nicht mehr. Und zwar geht es diesmal um Strider und zwar hatte er jetzt die letzte Zeit lang Tränke angelegt gehabt, jetzt momentan gerade wieder nicht. Jetzt hat er momentan nur einen Trank des ewigen Lebens drin und es ist ganz selten mal, dass Strider Tränke drin hat, sag ich mal, equipped hat, weil er sich hauptsächlich halt eben in der Rangliste fallen lässt, um halt eben dort halt eben die der Beutegold-Taktik nachzugehen, um halt eben günstig an das Beutegold zu kommen, was ja momentan 100 Millionen Gold pro Tag beinhaltet. Ja, das Beutegold ist ein großes Thema. Ihr hattet das auch abgestimmt in den Kommentaren zum Video, was ich mit Thorsten zusammen gedreht hatte. Und da war das Beutegold-Thema eigentlich so mit auf Platz 1 gewesen, abseits der neuen UI-Updates beziehungsweise Fragen und das interessiert sehr viele, da soll was passieren, da habt ihr euch gewünscht, dass da was passiert und da hatte Thorsten auch gesagt, dass da in Zukunft dran gearbeitet wird, dass das irgendwie noch weiter gebalanced wird. Ihr müsst euch vorstellen, früher, für die Leute, die schon länger dabei sind, war das Beutegold unbegrenzt, da konnte man so viel Gold am Tag farmen wie möglich oder wie man möchte sozusagen. Ne? Mittlerweile ist es halt wie gesagt auf 100 Millionen begrenzt, trotzdem stört das irgendwo den Playflow, sag ich mal. Es ist eine unnatürliche Spielweise. Die Spieler, die deutlich stärker sind, gehören nicht auf die Ränge, wo sie momentan gerade sind, weil sie halt eben ohne Tränke spielen, sag ich mal. Und es ist zwar an der Spielweise ist zwar nichts verkehrt dran, überhaupt nicht. Also eigentlich ist es sogar eine schlaue Methode, weil man spart sich ja sogar Gold, wenn man keine Tränke benutzt, sozusagen. Ja, bei vielen Gilden ist aber halt eben, sind Tränke nun mal, sag ich mal, Standard, es ist Pflicht. Ne? Man tritt zu Gildenkämpfen an mit Tränken, das wird von vielen Gilden verlangt und dadurch, dass halt eben die Tränke fehlen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, wenn halt eben Leute, wie zum Beispiel Strider oder halt auch viele andere, die die Beutegold-Taktik verfolgen, halt sich auch eben komplett ausziehen, nackig rumlaufen, das komplette Equipment ablegen und um sich halt eben so künstlich fallen zu lassen. Ja? Und das ist halt eben ein wenig kontrovers, beziehungsweise unnatürlich, sag ich mal. Man kann natürlich so spielen. Es ist eine gängige Methode.
ne? Aber es ist halt eben von vielen auch nicht erwünscht und demzufolge Strider gehört halt hier nicht auf Platz 158 und er hatte jetzt halt eben für kurze Zeit jetzt in der Vergangenheit die Pots alle drin gehabt und dort hat man dann halt eben auch gesehen, dass Strider halt eben auch wirklich natürlich einer der Top-Spieler der Welt ist, beziehungsweise so mit der stärkste Spieler der Welt, wenn er halt sich eben mal komplett equipped und alles angezogen hat, sag ich mal. Und hat halt eben dadurch einen extrem heftigen Meilenstein für kurze Zeit erreicht, von dem viele von uns wahrscheinlich träumen und wo sich viele wünschen, dass sie das eines Tages auch erreichen. Und zwar hatte er die doppelten halbe Million Stats erreicht, also die doppelten 500.000er Stats. Und das ist halt eben durch die Tränke verursacht. Und davon gibt es quasi noch einen Screenshot. Ich hatte das Ganze leider nicht geschafft, rechtzeitig aufzunehmen. Ich hatte vorher schon die Information gehabt, dass Strider es geschafft hatte, habe es aber nicht hinbekommen, leider dazu ein Video zu machen. Und jetzt sehen wir halt eben, wenn wir jetzt im Webshop sind und weltweit sortiert haben nach Hauptattribut plus Ausdauer in den Total Stats. Wie gesagt, das sind hier Total Stats, das sind keine Basispunkte. Ja. Nach Basispunkten her ist, glaube ich, Strider auch auf der Nummer 1. Aber nach den Total Stats hat es bisher noch niemand erreicht, die 1 Million Total Stats insgesamt zu erreichen. Und das ist halt eben ein heftiger Meilenstein. Ihr seht, dass zum Beispiel der Scythe ganz kurz davor ist, die 1 Million zu knacken. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, falls der Scythe das sieht, ja, Grüße gehen dann raus, Matze. Wir hatten ja schon mal ein Video gemacht in dem Account von Scythe und eventuell, falls er da Bock drauf hat, und er die 1 Million Total Stats erreicht hat. Vielleicht können wir dann ja auch mal wieder ein Video im Account von Scythe machen zum Beispiel oder ein Video im Account von, keine Ahnung, Punkt. Könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, welcher Spieler halt eben bereit ist, da mitzumachen und da Bock drauf hat auf jeden Fall. Und ja, genau, jetzt seht ihr hier, Strider ist hier leider nicht am Start, aber wie gesagt, wir haben hier noch einen Screenshot, der beweist, dass halt eben der Strider ganz kurz, als er alle Tränke drin hatte, über die 1 Million Hauptattribute oder Total Stats halt eben gekommen ist. Und das eben als allererster Spieler weltweit. Und das ist halt eben eine heftige Leistung. Ne? Wenn man sich mal überlegt, die anderen Spieler spielen meistens, ich kann jetzt nicht für alle reden hier, aber ich gehe mal von aus, dass die meisten Spieler die Tränke aktiv haben, denke ich mal, und trotzdem noch nicht die 1 Million Total Stats erreicht haben. Und der Strider, ja, der rasiert hier halt eben kurzerhand mal durch. Das ist auf jeden Fall eine heftige Leistung. GZ auch an der Stelle und jetzt sehen wir halt hier momentan gerade wieder 420 und die 400k an Ausdauer und demzufolge lässt er sich halt momentan wieder ein bisschen droppen, um halt eben von dem genannten Beutegold zu profitieren. Ich bin sehr gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird, wenn dort mal ein Fix oder eine Anpassung diesbezüglich passieren wird. Ich selbst hatte letztes Jahr extrem viel Gas gegeben, was so das Beutegold angeht, und hatte dort wirklich extrem viel gefarmt. Und ich glaube zu meinen, dass ich auf Platz 10 weltweit war mit den meist geskillten Skillpunkten, was eine unglaublich, also für mich persönlich war das eine unglaublich heftige Leistung. Dort hatte ich letztes Jahr hatte ich extrem viel Zeit investiert und dieses Jahr, wir haben es ja jetzt gerade den 1.8., ja, neuer Monat schon wieder angebrochen. Ich hatte dieses Jahr bisher noch kein einziges Mal großartig darauf geachtet, dass ich das Beutegold aktiv farme. Ich bin da einfach zeitlich momentan nicht zu in der Lage, beziehungsweise habe da momentan auch wirklich nicht die Nerven für jeden Tag, da so aktiv am Ball zu bleiben, um halt eben das Beutegold zu farmen. Ich spiele alles top, so wie es geht natürlich, meine Alu, ne, verfolge alle Gildenkämpfe, ne, bin aktiv hier und da, alles, was man machen kann, ne, bis aufs kleinste Detail, so, ne, außer halt eben das Beutegold. So, und wenn ihr euch das mal hochrechnet, wie viele Tage wir jetzt schon verbracht haben dieses Jahr und wenn man jeden Tag 100 Millionen
Gold farmt, dann könnt ihr euch eben ausrechnen, wie viel man jetzt gerade am 1.8. im Rückstand ist zu den Leuten, die halt eben jeden Tag weiterhin Gas gegeben haben. Und ich gönne das den Leuten natürlich auch, weil sie sich das auch natürlich verdient haben, dort halt eben ja, mehr Stat-Punkte gefarmt zu haben als ich. Und da muss man dann halt einfach nachgeben und sagen, okay, ja, in der Weltrangliste werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht so gut abschneiden wie zum Beispiel letztes Jahr. Ne, da wurden von der Community auch Listen erstellt mit den Top-Spielern, die am meisten Basispunkte geskillt haben. Das ist ja für mich das persönlich das Wichtigste, ne, Basispunkte. Und die ja, Total Stats, ne, die sind halt eben alles andere, was temporär halt eben equipbar ist, sozusagen, wie zum Beispiel Tränke, Equipment, Steine. Ne, das ist halt eben Total Stats, ist für mich nicht so wichtig, weil ihr wisst ja, mein Equipment ist schon ein paar Jahre alt und demzufolge für mich Priorität auf jeden Fall nach wie vor weiterhin Basispunkte. Ja, mal gucken, ob dieses Jahr auch wieder so eine Liste kommen wird, irgendwo aus der Community, bin ich sehr gespannt drauf, aber diesmal denke ich mal, sind meine Chancen nicht so weit oben, aus genannten Gründen. Ja, Freunde, das war es erstmal soweit von der Folge. Vielleicht hat es euch gefallen. Nehmt sehr gerne an der Umfrage teil. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ganz kurz einen Klick draufsetzt und ja, da einfach mal ja, abstimmt, für welche Version ihr gerade seid, beziehungsweise welche ihr spielt. Und ja, ich verabschiede mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.